Dieser Fall ereignete sich in Mexiko. María Alejandra Lafuente war eine junge, attraktive Frau, die gerne Sport trieb und sich fit hielt. Sie achtete sehr auf ihr Aussehen und widmete viel Zeit der Pflege ihres Körpers. Maria liebte es, an den Strand zu gehen und sich zu sonnen, um ihre beneidenswerte Bräune zu erhalten. Sie hatte eine leicht goldene Hautfarbe, schwarzes Haar, sinnliche, volle Lippen und tiefliegende Augen. Die junge Frau trat in die Fußstapfen ihres Vaters, des renommierten mexikanischen Psychologen und Mediziners Alberto Lafuente. Nach den vorliegenden Informationen bewunderte Maria ihren Vater und die Arbeit, der er sein Leben gewidmet hatte, immer sehr. Genau das war der Hauptgrund, warum sie sich entschloss, Psychologie zu studieren. Nach Abschluss ihrer Ausbildung konzentrierte sich Maria auf die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen, die unter bestimmten Problemen wie Angstzuständen, Depressionen oder anderen Verhaltensstörungen litten. Ihre Privatpraxis befand sich in der Calle Tlacotalpan im Stadtteil Roma in Mexiko-Stadt. Nach dem Ende ihrer letzten offiziellen Beziehung wollte Maria ihre Liebe finden und ein neues Leben beginnen. Die Beziehung zu ihrem Ex-Mann war wirklich angespannt. Natürlich gab es dafür bestimmte Gründe. So geriet die Frau 2011 in die Kriminalchroniken, als sie ihren Ex-Mann in seiner eigenen Wohnung angriff. Nach Aussage des Mannes, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, ging er einige Zeit nach der Trennung zu Maria, um ihre gemeinsamen Kinder zu besuchen. An der Türschwelle bat ihn seine Ex-Frau, ins Wohnzimmer zu gehen und sich auf das Sofa zu setzen, auf dessen Oberfläche sich eine seltsame Plastikfolie befand. Zunächst weigerte sich der Mann, sich auf das Sofa zu setzen. Maria bestand jedoch darauf und sagte, die Kinder hätten eine Überraschung für ihn vorbereitet. Unter diesem Vorwand überredete sie ihren Ex-Mann schließlich, sich hinzusetzen und sich die Augen zu verbinden. Nach einigen Minuten hörte der Mann die Stimme der Frau nicht mehr und begriff, dass etwas Unheimliches vor sich ging. Nach wenigen Sekunden waren Schritte zu hören, die näher kamen. Im selben Moment verspürte der Mann einen heftigen Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Es stellte sich heraus, dass Maria ihn mit einem Kaminbesteck geschlagen hatte. Der Mann nahm sofort die Augenbinde ab und versuchte, seine Ex-Frau zu beruhigen, aber sie griff weiter an. Die Frau holte ein Messer aus der Küche und verletzte den Mann geschickt zuerst am Bauch und dann am Rücken. Jetzt wurde ihm klar, wozu die Folie auf dem Sofa gedacht war. Der fassungslose Mann versuchte, der Frau das Messer zu entreißen, doch sie biss ihn mehrmals. Dann versuchte Maria, ihrem Ex-Mann eine Spritze zu verabreichen, doch er wehrte sich noch heftiger. Schließlich gelang es dem Verletzten, die Angreiferin von sich wegzuziehen und aus der Wohnung zu fliehen. Die Kinder des ehemaligen Ehepaares, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach Zeugen heftiger Konflikte ihrer Eltern geworden waren, wurden erneut Zeugen traumatisierender Ereignisse. Der Mann, der wie durch ein Wunder überlebt hatte, entschied, dass Maria diesmal zu weit gegangen war. Schließlich wandte er sich an die Polizei und erstattete Anzeige gegen sie. So wurde gegen die Angreiferin Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Bald darauf wurde María Alejandra Lafuente in das Stadtgefängnis gebracht und der Strafrichter erließ einen offiziellen Haftbefehl gegen sie. Später wurde die Straftat als versuchter Mord unter mildernden Umständen eingestuft. Am 14. Juni 2012 wurde die junge Frau zu 1 Jahr und 4 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Nach kurzer Zeit gelang es Maria und ihren Anwälten jedoch, Berufung einzulegen und eine Änderung des zuvor erlassenen Urteils zu erreichen, sodass stattdessen eine Geldstrafe und eine Entschädigung für den materiellen Schaden des Opfers verhängt wurden. Der Gesamtbetrag, den die Frau an den Staat und den Geschädigten zahlen musste, belief sich auf knapp über $3.000. Doch trotz dieser offensichtlichen Vorteile waren Marias Anwälte, ebenso wie sie selbst, mit dem Urteil des Gerichts unzufrieden. Sie behaupteten, dass ihre Mandantin ausschließlich in Notwehr gehandelt habe, da ihr ehemaliger Ehemann sie in der Vergangenheit regelmäßig geschlagen habe. In diesem Zusammenhang legten die Anwälte erneut Berufung ein, die bald darauf von den Richtern der Strafkammer Mexikos geprüft wurde. Im Ergebnis hob das Gericht alle zuvor rechtskräftigen Urteile vollständig auf. Nach ihrer Freilassung kehrte Maria, als wäre nichts geschehen, zu ihrem gewohnten Leben zurück und führte ihre private psychologische Beratung fort. Das von ihr künstlich geschaffene Image als Opfer, das die geschlechtsspezifische Gewalt ihres Mannes überwunden hatte, kam ihr nur zugute. Später lernte sie einen 41-jährigen Geschäftsmann namens Alain Villar kennen. Alain war der Sohn des ehemaligen Direktors der inzwischen reformierten Bundespolizei Mexikos. Sein Vater hatte eine lange und erfolgreiche Karriere in den Strafverfolgungsbehörden hinter sich.
Als Leiter verschiedener staatlicher Behörden gründete Adrian, Alains Vater, mehrere Unternehmen. Diese Unternehmen waren hauptsächlich auf den Verkauf von Baumaterialien und Fliesen spezialisiert. Obwohl Adrians Geschäft legal war, hatte er ziemlich enge Verbindungen zur Mafia. Aus diesem Grund wurde der Mann seines Amtes enthoben und schließlich vor Gericht gestellt. Adrian wurde vorgeworfen, direkte Verbindungen zum Kartell Juárez zu haben, einer der größten mexikanischen kriminellen Organisationen, die sich mit dem illegalen Handel mit illegalen Substanzen und anderen strafbaren Aktivitäten befasste. Tatsächlich kontrollierte dieses Kartell einen erheblichen Teil des Handels mit illegalen Substanzen von Mexiko in die USA. Carrizo, auch bekannt als Herr des Himmels, starb 1997 in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt während einer umfangreichen plastischen Operation zur Veränderung seines Aussehens. Da Adrian enge Verbindungen zu verschiedenen Schwergewichten der Unterwelt hatte und angesichts der gegen ihn gesammelten Beweise, war zu erwarten, dass er mindestens 20 Jahre im Gefängnis verbringen würde. Dem Mann gelang es jedoch, den Behörden sehr wichtige Informationen zu liefern und anschließend im Rahmen der Ermittlungen der mexikanischen Staatsanwaltschaft gegen das Juárez-Kartell das Zeugenschutzprogramm in Anspruch zu nehmen. So wurde Alains Vater vollständig freigesprochen und im Sommer 2000 aus der Haft entlassen. Nach seiner Freilassung widmete sich der Mann seiner Familie und dem Aufbau seines Unternehmens. Diese Ereignisse sind vor allem deshalb wichtig, weil sie das Leben von Alain direkt oder indirekt beeinflusst haben. In der Zwischenzeit trat Alain selbst in das erfolgreiche Familienunternehmen ein und übernahm die Leitung der von seinem Vater gegründeten Fabriken für die Herstellung von Bauplatten. Diese Position verhalf dem Mann nicht nur zu einem guten Einkommen, sondern verschaffte ihm auch viel Freizeit. Zuvor war Alain in einer offiziellen Beziehung, aus der seine Tochter hervorging. Anfang 2011 ließ er sich jedoch von seiner Frau scheiden. Die Trennung führte zu Leere, Depressionen, Selbstisolation und Alkoholismus. Aus diesem Grund beschloss er, sich an einen Psychotherapeuten zu wenden und begann Alberto, den Vater von Maria, aufzusuchen. Zur gleichen Zeit begann auch seine Tochter, eine Teenagerin aus einer früheren Beziehung, mit einem Therapeuten zu arbeiten, um zu lernen, mit den Emotionen umzugehen, die mit der Trennung ihrer Eltern verbunden waren. Diese Spezialistin war Maria. Der Mann begleitete seine Tochter regelmäßig in die Praxis und nach der 3. Sitzung bat Maria das Mädchen, sie ihrem Vater vorzustellen. Sie sagte, sie wolle ihn kennenlernen, um in der Therapie besser voranzukommen. Auf den ersten Blick schien ihr diese Bitte rein beruflich zu sein. In Wirklichkeit jedoch wollte die Frau den Mann aus persönlichen Interessen kennenlernen. Schließlich entwickelte sich zwischen Alain und Maria eine romantische Beziehung. Als die Teenagerin davon erfuhr, geriet sie in Wut und hörte auf, die Sitzungen bei der Psychologin zu besuchen. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Maria wiederum zeigte ihr grausames Wesen und drohte dem Mädchen, ihr Leben zu beenden, wenn sie sich gegen die neue Romanze ihres Vaters wehren würde. Nach einigen Wochen endete das, was mit ein paar romantischen Treffen und Spaziergängen begonnen hatte, mit einem offiziellen Heiratsantrag von Alain. Der Mann beschloss, ein neues Leben mit Maria zu beginnen, ohne zu ahnen, wie sie wirklich war. An einem Wochenende im April 2014 besuchte der Mann seine Familie und stellte seine neue Auserwählte als seine zukünftige Braut vor. Alain sagte, dass sie ihre Beziehung in einer Woche legalisieren würden. Maria erwähnte sogar, dass sie offenbar schwanger sei. Die Hochzeit fand am geplanten Tag statt, aber keiner von Alains Verwandten war bei der Zeremonie anwesend. Der Grund für ihre Abwesenheit war, dass sie einfach nicht eingeladen worden waren, da ihnen gesagt worden war, dass es sich um eine geschlossene Zeremonie handele. Nach einigen Monaten der Beziehung war die familiäre Idylle der Jungvermählten schlagartig vorbei. Die regelmäßigen Konflikte wurden hauptsächlich durch Marias Misstrauen gegenüber ihrem Ehemann verursacht, der ein eher verschlossener Mensch war. Irgendwann gelangte die Frau heimlich an das Mobiltelefon ihres Mannes und fand dort angeblich mehrere kompromittierende Nachrichten, aus denen hervorging, dass der Mann eine Affäre hatte. Die Frau wollte sich nicht mit dem möglichen Seitensprung ihres Mannes abfinden
aber eine Auflösung der offiziellen Beziehung durch Scheidung kam nicht in Frage. Sie entschied sich für einen anderen Weg, um dieses Problem zu lösen, nämlich ihren Mann ein für allemal loszuwerden. Von diesem Moment an begann Maria, einen Plan auszuarbeiten, wobei sie jeden Schritt sorgfältig durchdachte. Unterdessen schien Alain sich des Ausmaßes des Konflikts mit seiner Frau nicht voll bewusst zu sein und ging weiterhin seinen alltäglichen Beschäftigungen nach und verbrachte Zeit mit seinen Lieben. Der Mann pflegte weiterhin regelmäßigen Kontakt zu seinen Freunden und Verwandten, obwohl diese, gelinde gesagt, seine Beziehung zu Maria missbilligten. Nach einiger Zeit änderte sich jedoch die gewohnte Dynamik von Alains Kommunikation mit seinen Angehörigen. Dies geschah Anfang November 2014. Der Mann kommunizierte nur noch mit seiner Tochter. Wobei selbst diese Textnachrichten in einem sehr seltsamen, für ihn untypischen Stil verfasst waren. Normalerweise bevorzugte der Mann Audionachrichten. Zu aller Überraschung erschien er unter anderem nicht mehr bei der Arbeit und im Haus seiner Eltern. Am 5. November 2014 setzte Maria ihren Plan kaltblütig und vorsätzlich in die Tat um. Sie wartete nach der Arbeit auf ihren Mann und reichte ihm freundlich ein Glas mit einem Getränk, das ein Psychopharmakon enthielt, das häufig zur Behandlung von Depressionen und anderen Störungen eingesetzt wird. Aufgrund seiner sedierenden Wirkung verursachte dieses verschreibungspflichtige Medikament Schläfrigkeit und Bewegungsschwierigkeiten. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihr Mann eingeschlafen war, holte Maria das schärfste Messer aus der Küche und stach es ohne jedes Mitleid in den Bauch des hilflosen Alain, um dann zuzusehen, wie er seinen letzten Atemzug tat. Der nächste Schritt war, die Leiche zu beseitigen. Mit einiger Mühe legte sie den sperrigen und schweren Körper ihres Mannes auf den Boden und zersägte ihn mit einer klassischen Elektrosäge in Stücke. Danach steckte sie die Überreste des Verstorbenen in Plastikmüllsäcke. In einen Sack steckte sie den Rumpf des Mannes, in den anderen die Überreste der Gliedmaßen. Anschließend legte Maria die Überreste in einen roten Reisekoffer, um sie bequem transportieren zu können. Die Körperteile, anhand derer die Identität des Opfers festgestellt werden konnte, wie Kopf, Füße und Hände, legte sie in einen anderen Beutel und bewahrte sie im Gefrierschrank in ihrer Küche auf. Nachdem es der jungen Frau gelungen war, die Wohnung aufzuräumen, wandte sie sich an die Wachleute der privaten Wohnanlage und bat sie, ihr dabei zu helfen, den Koffer in ihren Lieferwagen zu laden. Diese Anfrage wurde, wie jede andere auch, gemäß den Vorschriften der Anlage im Beobachtungsprotokoll festgehalten. Die Sicherheitsleute bemerkten, dass die Frau sehr nervös war und sich verzweifelt umschaute. Deshalb fragten sie, was sich in dem Koffer befände. Maria antwortete, dass sich darin verschiedene chirurgische Geräte ihres Vaters befänden und sie diese ins Krankenhaus bringen müsse, da sie schwer krank sei und ihr Vater sie notoperieren wolle. Schließlich verließ die Frau die Wohnanlage und fuhr in die Stadt, um dort die Säcke mit den Überresten ihres ehemaligen Mannes zu verstreuen. Als sie am Morgen nach Hause zurückkehrte, wechselte sie die Schlösser an den Türen aus und teilte dem Sicherheitspersonal mit, dass sie und Alain auf Geschäftsreise gehen würden. Am nächsten Tag fand die Polizei zunächst einen menschlichen Torso ohne Kopf und obere Gliedmaßen und dann weitere menschliche Überreste, die bald darauf in das Institut für Rechtsmedizin gebracht wurden. Die Entfernung zwischen dem Ort des ersten und des zweiten Fundes war ziemlich groß. Das erklärte, warum Maria an diesem Morgen so lange nicht nach Hause zurückgekehrt war. Im Laufe des Tages stellten die Experten fest, dass die gefundenen Körperteile zu einer Person gehörten, deren Identität zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht festgestellt werden konnte. In der Zwischenzeit benutzte Maria das Telefon ihres verstorbenen Mannes, um keinen Verdacht bei seinen Freunden und Verwandten zu erregen. Die Frau beantwortete geschickt alle eingehenden Nachrichten, sei es auf geschäftliche E-Mails oder auf banale Fragen wie »Wie geht es dir?« Die Verwandten und die Tochter des Verstorbenen erhielten zahlreiche Mitteilungen, in denen der Mann angeblich schrieb, er bereue seine Heirat. In anderen, offen widersprüchlichen Nachrichten hieß es, er genieße das Alleinsein, während in wieder anderen stand, dass er sich auf Reisen befinde. Auf diese Weise gelang es Maria, Zeit zu gewinnen, um einen Plan auszuarbeiten, der es ihr ermöglichen würde, ungeschoren davonzukommen, sowie nach dem Angriff auf ihren ersten Ehemann. Zur gleichen Zeit begann Alberto, Marias Vater, Adrian, Alains Vater, anzurufen und ihn zu fragen, ob er etwas über den Aufenthaltsort seiner Tochter wisse, die er angeblich seit mehreren Tagen nicht finden könne.
Später rief Alberto die Eltern des Mannes erneut an und teilte ihnen mit, dass er seine Tochter gefunden habe und dass sie sich im Nationalen Institut für Psychotherapie befinde, da sie aufgrund von Alains Untreue in eine schwere Depression gefallen sei. In diesem Geflecht aus Lügen verging fast der gesamte November. Im Dezember beschlossen Alains Eltern, ihn zu Hause zu besuchen. Maria hielt sie jedoch davon ab und sagte, dass sie und ihr Mann einen spontanen Urlaub machen würden. Diese Version der Ereignisse passte Alains Eltern überhaupt nicht, da Alberto ihnen kürzlich am Telefon gesagt hatte, dass seine Tochter in psychiatrischer Behandlung sei. Schließlich wandte sich die besorgte Familie an die Polizei und meldete den Mann als vermisst. Bereits nach wenigen Tagen konnten die Behörden eine Übereinstimmung zwischen den anthropometrischen Daten des Vermissten und den zuvor gefundenen menschlichen Überresten feststellen. Schließlich wurde eine Identifizierung durchgeführt und Alains Verwandte erkannten ihn anhand der gefundenen Körperteile. Daraufhin beschlossen die Polizisten, die Wohnung des Ehepaares zu durchsuchen. Dort angekommen, fanden sie Maria, die sich nach den vorliegenden Informationen entweder im Urlaub oder in einer psychiatrischen Klinik befinden sollte. Die Ermittler nahmen die Frau fest und brachten sie sofort zur Polizeiwache. Mit einem Durchsuchungsbefehl bewaffnet, durchsuchten sie die Wohnung gründlich und fanden schließlich den Kopf, die Hände und Füße des Verstorbenen sowie eine elektrische Säge. Unter anderem stellten die Experten bei der Untersuchung des Schlafzimmers und des Badezimmers verwischte Blutspuren fest. Sie bemerkten auch, dass ein Teil des Teppichs im Schlafzimmer fehlte. Anscheinend befand sich genau auf diesem fehlenden Teppichstück die Leiche des Opfers zum Zeitpunkt des Tötungsdelikts. Ursprünglich war Maria als Zeugin in dem Fall aufgetreten. Da sie jedoch ständig in ihren Aussagen verwirrt war und widersprüchliche Angaben machte, wurde die Frau zur Hauptverdächtigen. Bald stellte die Untersuchung fest, dass sie es war, die nach dem Tod ihres Mannes Nachrichten von seinem Telefon verschickt hatte, damit seine Angehörigen glaubten, er lebe noch, und keine Anzeige bei der Polizei erstatteten. Die Frau behauptete ihrerseits, nichts von Alain gehört und ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen zu haben. Maria nutzte ihren Status als Psychologin und beschaffte sich ein Formular, aus dem hervorging, dass sie am Tag des Verschwindens ihres Mannes in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden war. Mithilfe aller wichtigen Beweise, die in der Wohnung des Ehepaares gesammelt wurden, sowie dank der Zeugenaussagen der Sicherheitsdienstmitarbeiter gelang es den Ermittlern, einen deutlichen Zusammenhang zwischen Marias Handlungen und dem brutalen Mord an ihrem Ehemann herzustellen. Darüber hinaus ging aus der Aussage von Alains Tochter hervor, dass die Psychologin gedroht hatte, sie zu verletzen, wenn sie sich in die Beziehung zwischen ihrem Vater und Maria einmischen würde. Obwohl Maria vorhatte, sich in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen, um sich erneut der Verantwortung zu entziehen, bestätigten die Experten, dass sie nicht an einer psychischen Erkrankung litt. In dieser Situation, endgültig durch die Beweislage in die Enge getrieben, gestand Maria den Mord an ihrem Ehemann und rechtfertigte dies damit, dass Alain sie ständig geschlagen habe. Am 10. Dezember 2014 erließ der amtierende Vorsitzende des Strafgerichts einen offiziellen Haftbefehl gegen María Alejandra Lafuente wegen des Vorwurfs des vorsätzlichen Mordes. Danach wurde die Frau in ein Sozialrehabilitationszentrum verlegt, wo sie auf ihren Prozess wartete. Von diesem Zeitpunkt an tauchten Informationen auf, die es ermöglichten, Maria weitere Gewalttaten mit tödlichem Ausgang vorzuwerfen. So wurde beispielsweise berichtet, dass die Angeklagte im Jahr 2012 möglicherweise ein weiteres schweres Verbrechen begangen hatte, das bis dahin unaufgeklärt geblieben war. In jenem Jahr wurde in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnte, ein Eimer mit einer menschlichen Hand und einem Kopf gefunden. Unter anderem kam bei den Ermittlern der Verdacht auf, dass Marias Vater Alberto möglicherweise daran beteiligt war, dass er seine Tochter nicht nur gedeckt, sondern ihr auch dabei geholfen haben könnte, den Mord an ihrem Ehemann zu planen und sich der Verantwortung zu entziehen. Die Behörden gingen davon aus, dass der Mann ein finanzielles Motiv gehabt haben könnte, da Alberto in den letzten Jahren einen Teil seines Vermögens verloren hatte. Dennoch zeigte das mexikanische Justizsystem keine entschiedene Haltung und leitete keine Ermittlungen gegen ihn ein. Am 5. September 2022, nach 8 Jahren Aufenthalt in einer sozialen Rehabilitationseinrichtung, verkündete die Generalstaatsanwaltschaft des Landes das endgültige Urteil. María Alejandra Lafuente
wurde schließlich wegen vorsätzlichen Mordes und Schändung menschlicher Überreste zu 46 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Damit hatte die Frau weder Anspruch auf eine Revision des Urteils noch auf alternative Strafmaßnahmen. Maria wurde außerdem zur Zahlung einer Entschädigung für den der Familie zugefügten Schaden verurteilt. Eine solche Strafe war nach den Maßstäben der modernen mexikanischen Justiz beispiellos streng. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.